Guten Morgen Leute, willkommen bei meinem neuen Video. Heute ist Dienstag, der 10. September und das wird die erste Septemberwanderung. Es weht ein bisschen, es ist ein bisschen frisch, aber ich werde heute eine Wanderung machen Richtung mein Lost Place meines Vertrauens. Ne? Und da werde ich auch noch ein Video machen für meinen YouTube-Kanal. Vorherige Woche war keine Wanderung, da hatte ich andere Beschäftigungen und es gab auch kein Video auf YouTube, aber wohl auf Patreon. Da war schon Mittag ein neues Video, ein Gartenvideo, und auf BitChute und Soulflix war das Video am Samstag. Also jeder, der jetzt unterwegs ist auf Patreon, der wusste das. Und ich möchte natürlich auch bedanken für die Leute, die sich jetzt das erste Mal angemeldet haben auf Patreon. Also es gibt ja 3 Stufen auf Patreon. Es gibt einen Gratis-Account. Kann man einfach rundschnupfern. Man braucht nur einen Benutzernamen und ein Kennwort zu kreieren und man ist dann unterwegs auf Patreon. Oder man braucht einfach bei Google oder Apple. Braucht man gar nichts zu machen. Ne? Und dann gibt es einen Basic Account und einen Premium Account, wo extra Videos hochgeladen werden. Bis heute ist das ein Video, aber ich arbeite an ein zweites. Es ist ja viel Arbeit, ein Video zu machen. Ich brauchte ungefähr 3 Tage. 3 Arbeitstage für ein Video. Aber das ist viel Arbeit. Okay, wir werden mal sehen, was wir heute alles zu sehen bekommen. Ne? Das Wetter ist gut, es ist ein bisschen knackig frisch heute Morgen, aber ich denke, das Wetter wird sich schon. Oh, viele Vögel heute hier noch. Okay. Ja, das Wetter wird schon gehen heute, bis zu 19 Grad, mehr wird es heute nicht. Also Leute, wir laufen hier entlang das Flüchtlingenlager, die sogenannten Flüchtlinge. Denn die meisten sind ja junge Männer im Gefechtsalter, ne? Ohne Frauen, ohne Kinder. Und die kommen ja vom VN, ne? Das sind VN-Soldaten, mit 2.500 € Gehalt im Monat. Und naja, was werden wir hier machen? Ganz einfach. Agenda 2030 ausführen. Ne? 90% der Bevölkerung muss weg. Und diese Höllenbrüder werden das bewerkstelligen. Denn die haben ja ein eigenes Waffenlager, wie wir in England gesehen haben. Da liegen Kisten mit Waffen mit deren Namen drauf. Wir nähern uns nach, mal schauen, 1,83 Kilometer nähern wir uns die Abtei Lilbos. Ihr seht sie schon in der Ferne. Und hier hat sich auch was geändert. Ich sehe eine Schaukel. Hier ist ein Kinderspielplatz, glaube ich. Was ist das dann hier? Der Tour wordt aangepast. Keine Ahnung. Ich bin schon ein Weilchen nicht mehr hier gewesen. Ja, da steht ein Gebäude. Hä? Was ist denn hier los? Das kann sein von einem Behindertendorf, das hier hinten liegt, Pein. Das kann sein, dass es davon ist. Weil ich sehe, es ist hier komplett verschlossen an dieser Seite. Da ist ein Shop.
von der Abtei. Also ein Laden, Abteiladen. Alles verschlossenes Gebiet. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu dem Bunkerkapelle. Und dann kaum etwas sehen von der Abtei. Denn das ist komplett zugewachsen, wie man sieht. Also hier sieht man das Meer von der Abtei. Bunkerkapelle, da steht schon ein Denkmal. Und für die Bunkerkapelle muss man hier rein. Da steht wieder ein. Das ist alles so geändert hier, ne? Und da unten steht Wordt aangepast. ein großes Foto, das ist die alte Schule. Bernhard College. Das hat mal an da hinten gelegen, wo ich jetzt hinweise. Ich stehe hier am Bernhard College, das Mahnmal vom Bernhard College. Er stand hier von 1906 bis 1942. Es ist abgebrannt und danach hat man es entfernt. Aber gehen wir erst zur Bunkerkapelle, ne? Inzwischen quasselt der Komoot weiter. Aber das Problem ist ja, dass die Zugänge verschlossen waren von dem Behindertendorf. Da konnte ich nicht rüber. Und er möchte mich drüber schicken, aber es geht nicht. Alle Zugänge sind verschlossen. Wahrscheinlich ist die nicht offen, aber ich habe noch Bilder von der Bunkerkapelle, wenn das nicht offen ist. Ah, hier ist auch ein Tor, das ist zu. Ach so, da muss man hier. Ja, die ist offen. Die ist geöffnet. Da kann man rein.
Ein Denkmal von 4045, wieder eines. Und an der anderen Seite ist die Abtei. Viele Autos unterwegs heute. Und Rennfahrer habe ich schon mehrere gesehen, ganz Gruppen. Guck mal, da sind die wieder an Spritzen gewesen. Ne? Ah, eine Wandertour. Ja Leute, 6,11 Kilometer gelaufen. Läuft gut. Es war ein bisschen frisch, aber jetzt geht's. Man merkt das doch schon, 12, 13 Grad ist doch schon wenig. Ne? Ein bisschen Probleme mit der Technik heute Morgen. Die Akkus, die wollen nicht. Ich weiß nicht warum. Die Insta360 auf unerklärbare Weise hatte der Akku heute Morgen komplett leer. Verstehe ich nicht. Und ich habe die auch benutzt für den Gartenvideo. Und das war nicht viel, was die da verbraucht hat. Da hatte ich die auch wieder geladen. Und heute Morgen, auf unerklärbare Weise, war die Batterie leer von dem Insta360. Naja, ich kann auch nichts machen. Es ist nicht anders. Wir laufen einfach weiter. Ich denke noch wenige Kilometer bis zum Lost Place. Na, was sehe ich dann da? Sehe ich da Windmühlen? Ja, das sind Windmühlen, Leute. Das ist Deutschland. Der Klimawahnsinn von Deutschland. Und das regnet so viel und hier, der ist noch Wasser am Spritzen. Unglaublich. Nach 8,9 Kilometer. Willkommen bei Café Elbrink. Ach du Scheiße. Da kann man ja wahrscheinlich gar nicht mehr rein. Oh, 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 oh. Das sieht richtig runtergerockt aus heute. Oh, das sind Brennnesseln. Das ist richtig scheiße. Oh, ich bleib hängen. Und ich komme durch. Oh mein Gott, das ist ja schlimmer als vor 3 Jahren. Viel schlimmer als vor 3 Jahren. Oh mein Gott. Wow. Das kannst du vergessen. Das kannst du wahrscheinlich vergessen. Da noch Aufnahmen zu machen. Unter den Sträuchern durch. Da kommen wir ja gar nicht mehr rein. Das war ganz schwierig jetzt. Das war damals schon ein Problem. Die Brennnesseln hatten mich. Die kommen auch nicht mehr durch. Auch komplett zugewachsen. Da ist ein Brunnen. Kommt man gar nicht mehr ran. Das ist unglaublich. Oh je. Das sieht noch schlimmer aus. Oh, hier ist der Dach auch schon weg. Wow. Müll. Sieht das hier. Oh, das sieht ja viel schlimmer aus als vor 3 Jahren. Das ist runter. Da ist das Dach auch runter. Ist auch kein Dach mehr. Auch komplett weg. Oh. Hier kommt das Dach auch runter. Heiliger Scheiße. Hier ist das Dach auch runter. Ja, das sind die Badezimmer. Ist das Dach auch runter jetzt. Hier war die Elektrik und ist im Keller. Schau mal den ganzen Scheiß da unten.
Und das hier war das Café. Oh mein Gott. Nein, das ist gar nicht mehr sicher. Das kannst du vergessen. Schleunigst raus hier. Und das ist richtig schlimm. Ich gebe es 10 Jahre, dann ist kein Dach mehr drauf auf dem Balladen hier. Dann ist das ganze Dach weg. Wow. Hier wollte ich noch mal eine Aufnahme machen, aber das werde ich nicht machen. Das ist, nee. Das ist mich zu sehr runtergehockt. Und ich glaube, da kann ich raus. Also Leute, nach 8,31 Kilometer laufen wir ein Waldweg hinein. Voll Dornengestrüpp, unglaublich. Und natürlich auch wieder Matsch. Ich habe es wieder geschafft. Bisher war alles nur asphaltierte Straßen, aber jetzt wird das etwas weniger lustig. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Und wir laufen jetzt nach Deutschland. Ja, wir sind jetzt mit diesem Waldweg schon über die Grenze. Und überall stehen Grenzschilder. Ach du Scheiße, guck mal hier. Das Bäumchen hier, das ist ja unglaublich, ne? Liegt der fest? Ja, der liegt fest. Oh mein Gott. Wenn der runterfällt, bin ich platt. Volg deze weg 600 meter. Das ist unglaublich, Leute, was ich hier sehe. Vieles Holz abgebrochen. Und hier steht wieder Deutschland, Naturgebiet. Deze weg 600 meter. Jawohl. Man hört überall die Bussarden, Leute. Man sieht sie nicht, aber man hört sie. Ich kam jetzt über eine Lichtung mit Gras und jetzt bin ich wieder im Wald rein. Und muss noch 500 Meter nach rechts. Und das ist ja 10 September, also 21 September ist wieder Winter. Nein, nicht Winter, Herbst. Man sieht die Blätter ja schon liegen, also man sieht schon, es wird etwas dunkler im Wald. Ne? Es hat etwas Mystisches. Das ist ja meine erste Wanderung seit August. Ja. Und vorige Woche hatte ich keine Zeit. Dann wurde das Wetter wieder zu schlecht. Und heute sagte ich, muss raus. Und am Sonntag konnte ich auch nicht wandern, war das Wetter gut, aber da war ich zu spät auf, weil ich musste um 3 Uhr nachts aus dem Bett. Der ganze Strom war weg im Haus. Ein Gerät hat den ganzen Strom lahmgelegt. Da musste ich auf Untersuch. Muss ich das untersuchen in der Nacht. Aber naja, so geht das. Da verlassen wir jetzt am Dienstag, ist auch gut. Und mein Plan, um Aufnahmen zu machen in den Lost Place für mein Video, sind auch geplatzt. Ne? Das ist zu unsicher da. Aber ich werde den Link unten in der Beschreibung machen, wo ihr den Video von den Lost Place findet. Denn es gibt ihn auf YouTube, auf dem ThemenTV-Kanal, nicht auf der Wanderer natürlich, aber auf der ThemenTV-Kanal. Und es gibt ihn auf BitChute. Ein sehr gut angesehenes Video. Ja Leute, nach 9,12 Kilometer eine kleine Pause, eine Trinkpause. Ungefähr die Hälfte der Strecke. Noch nicht ganz. Und ich muss hier nebenan an der Wand hoch. Das werde ich sehen nach der Pause. Ne? Und das ist geil, was ich hier sehe. Und das ist keine Menschenseele zu sehen hier. Ich bin der Einzige hier in dem Umkreis. Es ist sehr, sehr windig. Aber doch verdammt schönes Wetter heute. Ich schätze, dass es jetzt um die 15, 16 Grad ist. Ich habe nicht immer die Jacke an, also so warm ist es nicht. Aber wir gehen ja Richtung Herbst, also kann man das erwarten, ne? Dass es kälter wird.
Also, Sie sehen mich die Wand hochgehen. Jetzt werden wir mal sehen, ob wir die Wand hochkommen, ne? Heiliger Scheiße. Sla bij de volgende splitsing rechtsaf. Wow, 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 wow. Aber ich brauche nicht bis ganz oben, sagt er. Oh, Sla nu rechtsaf. ich muss hier nach rechts, aber hier ist nichts. Nein, hier ist kein Pfad, hier ist nichts. Kann ich nach rechts. Da oben, glaube ich. Heiliger Scheiße. Hier kann man, glaube ich, nach rechts. Ja, hier kann man nach rechts. Da brauche ich nicht ganz oben. Mal Glück gehabt, ne? Schau dir das mal an. Wie hoch wir jetzt sind. Das kleine Stückchen, ne? Aber geht weiter hoch. Ja, das war es noch nicht. Hier geht es weiter hoch. Und das ist sehr muschig. Und dann am Ende nach links. Hier komme ich raus. Weiter nach unten, glaube ich. Sla bij de volgende splitsing linksaf. Das geht gut, jetzt geht's runter. Und wie? Sla nu linksaf. Das war mal ein kurzes, schönes Stück. Kann ich nicht mal sprechen, mein Gott, nee. Das hier war mal eine asphaltierte Straße, Leute. Ihr seht es hier, Asphalt. Also, dass ich schon sagte, wie bei der Waldfeuchter Mühlentour, ne? Deutsche Straßen werden grün. Gras. Man sieht das hier auch wieder. Der Asphalt verschwindet und es wird grün. Also Leute, 9,7 Kilometer gelaufen, noch 9,97 Kilometer zu laufen. Das bedeutet, dass ich wahrscheinlich die 10, 20 Kilometer nicht ganz wird es 20 Kilometer. 19 und noch etwas, aber es kommt ja auch, weil ich ja nicht auf dem Gelände von Pergameen Pepijn konnte, ne? Da war alles abgeschlossen. Und da wollte der Komoot drüber. Also das ging nicht. Und da waren noch ein paar Probleme unterwegs, wo ich nicht durch konnte. Und dadurch werden die Kilometer etwas weniger, aber kann man nichts machen. Und das ist verdammt windig. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Es ist richtig windig. Nach 11,1 Kilometer laufen wir ein deutsches Dorf hinein. Ich denke, dass das Schallbruch ist. Steht kein Ortsschild. Und wir nähern uns eine Kapelle oder eine Kirche. Ich denke eine Kapelle, die ist so groß nicht. Die Kirche ist normal größer. Ja, ist größer als eine Kirche. Aber ich weiß es auch nicht. Es ist ganz ruhig im Dorf, ein paar Leute gesehen. Guck mal. Das ist ein Denkmal.
St. Barbara, Schallbruch. Ja, ich habe recht, es ist Schallbruch. Okay. Ich werde das mal vergrößern. Kapelle geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Ein Minenwagen, ne? Guck mal. Ja, das glaubst du natürlich werden, ne? Allen ermordet durch die kasarische Mafia. Vor 2 Kilometer werde ich Schallbruch wieder verlassen. Und das ist wieder Naturgebiet, wie sonst, wie gehabt, ne? Land wordt Forstwirtschaft frei. Okay. Naja. Kein Ortsschild, nicht, gar nichts. Ein alter Weg, man sieht hier auch wieder, der war mal geteert. Hat man auch nichts mehr dran gemacht. Und jetzt ist das wieder mit Gras bewachsen. Aber man sieht überall noch die Spuren von die Straße von früher. Eieiei. Aber ich glaube, es geht. Jawohl. Das ist schon ein Pfad hier, ne? Unglaublich.
Wir laufen jetzt in den Niederlanden hinter Susteren. Man sieht die vielen Schmetterlinge hier. Sehr viele fliegen mich vorbei. Und wir haben jetzt einen kleinen Umweg machen wir, weil wir müssen da rechts eine Wiese, auf eine Wiese. Aber das geht ja gar nicht. Aber ich bin bekannt in dieser Umgebung, also weiß ich, wie ich da rumkomme. Also denke ich, werden wir die 20 doch noch voll bekommen. Ne? Aber das sind ein paar Kilometer extra. Und das ist schön zu laufen hier. Also diese Strecke ist einfach zu laufen für die Leute. Da war nur eine kleine haarige Passage. Ein Stückchen weiter als das Café, das da, der Lost Place. Ne? Da war es ein bisschen haarig, ein bisschen matsch, aber sonst ist das eigentlich gut zu laufen hier. Meist alles asphaltiert. Nach 15,5 Kilometer laufen wir Susteren. Und das ist Susteren Heide. Und wir müssen noch 5 Kilometer. Europarks Limburg liegt hier. Rechts liegt das. Aber da ist nicht der Eingang, da kommt man nicht rein. Da hinten sieht man ja schon, das ist Europarks. Und wir gehen hier rein. Das ist für mich auch neues Gebiet, hier bin ich noch nie gewesen. Das haben die neu gemacht hier. Das ist mal ein Hammer, ne? Das ist die Mittelsgraaf, das Wasser. Nach 16,7 Kilometer noch mal eine kleine Trinkpause, Leute. Also, geht gut, ne? Das Wetter ist großartig. Also ein paar Kilometer und dann haben wir es drauf sitzen. Aber ich muss etwas mit den Akkus machen. Das geht gar nicht. Dann haben mich heute richtig im Stich gelassen. Aber ich werde es so gerade schaffen. Das ist die Mittelsgraaf. Das ist eine Armee. Das Empfangskomitee ist auch schon da, ne? Aber Jungs, ich muss noch ein paar Kilometer. Ihr seid zu früh. Und? Denken auch, was ist das für ein Bekloppter? Also Leute, nach 18,4 Kilometer laufen wir das Dorf Slek hinein.
Und dann sind es nur noch ein paar Kilometer, bis wir wieder zurück sind am Ziel. Der Mann hat Tauben. Oder hatte früher Tauben, ich weiß es nicht, kann auch sein von früher. Die Minenarbeiter, die hatten ja alle Tauben, viele von denen. Eine kleine Dorfskapelle. Die habe ich damals gefilmt, ich glaube mit die Dorfmaastour. Ja, das muss die Dorfmaastour sein gewesen. Da bin ich drin gewesen in die Kapelle. Also Leute, schaut euch das Video an auf Patreon. Ne? Ein sehr schönes und sehr gutes Video auf Patreon. Dieses Stück habe ich auch gelaufen mit der Dorfmaastour, nur war das in gegengesetzter Richtung. Und das Video findet ihr auf Patreon. Und das sind nur noch ein paar Kilometer, nein, noch nicht mal ein paar Kilometer, schätze ich. Muss mal schauen auf meinen, wie viel brauchen wir noch? Noch 1,25 Kilometer, dann sind wir wieder zurück. Und wir haben jetzt 19,2 Kilometer gelaufen. Also es werden 20,6, 20,5 Kilometer heute. Das Wetter ist nicht immer schön, es ist wolkig, wir haben noch Sonne gehabt heute. Ja, richtig schön. Eine Tour, die einfach zu laufen ist. Die Wege sind gut, ein paar kleine matschige Stellen, eine ja, ein bisschen Dorn gestrüpp, aber weiter ist das eigentlich kein Problem. Hier haben wir noch ein Monument. Das ist auch zu sehen in der Dorfmaastour Video. Kleine Glimpse. Auf dem Dorfmaas-Video Tour seht ihr mehr von diesem Denkmal. Ja Leute, ich bin jetzt auf dem Heimweg. Nach 20,2 Kilometer ist die Tour vorbei. War eine schöne Tour. Ja, soll ich sagen, einfach zu laufen, ne? Sagte ich schon. Also, ich habe es gut gefunden. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich würde sagen, abonniert den Kanal. Schreibt mal etwas in die Kommentare. Und dann abonnieren Sie den Kanal, ne? Das ist auch wichtig. Ne? Und schauen Sie mal bei Patreon vorbei. Da gibt es ja auch Videos. Wenn es hier nicht auf dem Wanderkanal kein Video gibt, gibt es auf einem anderen Kanal. Zum Beispiel auf BitChute oder auf Soulflix gibt es dann ein Video. Oder auf ThemenTV, der normale ThemenTV-Kanal. Also Leute, geht raus, bewegt euch und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ciao, ciao.